Ja, und jetzt ist er weg. Bubujubu. Hallo, ich bin Jessie. Also, ich habe lange überlegt, wie ich diesen Kanal starten könnte. Ja, und jetzt im Endeffekt starte ich ihn ein paar Tage, nachdem mein Freund zurück nach Korea geflogen ist. Es fühlt sich echt komisch an, wieder allein zu sein. Aber ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nachreisen, also in ein paar Monaten. Hoffentlich klappt es gleich Anfang des Jahres. Und wenn euch interessiert, wie wir dort unser neues Leben anfangen, bleibt gern dran. Und bis dahin, bis ich auch in Korea bin, habe ich mir überlegt, einige Videos zu machen, zum Beispiel auch über koreanisches Essen, wie wir das hier in Deutschland gemacht haben und gekocht haben. Und vielleicht auch ohne unbedingt einen Asiamarkt in der Nähe haben zu müssen, weil wir hatten auch keinen, wir mussten auch alles bestellen. Und ein paar Sachen gehen ohne diese Sachen, aber ja, mal gucken. Aber diese Bestellseite ist leider komplett auf Koreanisch. Also wer kein Koreanisch kann, dem bringt das leider auch nichts. Ich dachte mir für den Anfang vielleicht diesen Hotdog oder Hotdog, ich weiß bis jetzt nicht, wie man das ausspricht, zu machen, weil das geht echt schnell und einfach. Also wahrscheinlich wird das das nächste Video, wie ihr das ganz leicht nachmachen könnt. Ja, und vielleicht auch Videos über so Beziehungsthemen oder Sachen, die mir vielleicht in Korea aufgefallen sind, als ich vor ein paar Jahren dort war. Ja, wenn euch irgendwas interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil umso besser kann ich das für euch gestalten. Ja, und mit diesem Kanal möchte ich einfach versuchen, Korea für euch so ein bisschen nach Deutschland zu holen. Und dann wollte ich euch noch in diesem Video über den Flug von meinem Freund nach Korea erzählen, weil es jetzt zu Corona-Zeiten doch sehr speziell ist zu fliegen und man momentan auch gar nicht dieses automatische Touristenvisum nach Korea als Deutscher bekommen kann, da sie das seit Mitte diesen Jahres, also 2020, so mal eingestellt haben. Was es für mich jetzt natürlich auch nicht leichter macht, dorthin zu kommen, da ich ein anderes Visum beantragen muss. Und ich hoffe, dass das alles funktioniert. Und ja, mal schauen. Also mein Freund hat ein paar Bilder gemacht während seines Fluges und die werde ich dann mal hier einblenden. Und ja, also zuallererst, wenn man am Flughafen ankommt, oder beziehungsweise halt auf dem Flughafen, klar, mit Maske, ne? Und im Flugzeug bekommt man dann noch so einen wunderbaren Gesichtsschutz, wie ihr hier sehen könnt, den man während des ganzen Fluges tragen muss, was die Reise wahrscheinlich auch nicht angenehmer macht, als sie nicht eh schon wäre. Und ja, er musste das Ganze zweimal machen, da er in Katar, also in Doha, einmal zwischengelandet war. Und ja, somit hat sich die Reise natürlich auch extrem in die Länge gezogen. Und dann, als er in Korea, also in Incheon, ankam, wurden sofort alle Leute kontrolliert und gefragt, ob sie denn seit den letzten 2 Wochen irgendwelche Symptome hatten, wie Kopfschmerzen, weiß ich nicht, Durchfall, was man halt da so für Symptome hat. Und sobald man diese Fragen mit Ja beantwortet, wird man gleich ausgesondert und in einen Extrabereich gebracht, wo sie dann sofort einen Schnelltest durchführen, der in Korea eher nur ungefähr 4 Stunden dauert und nicht, weiß ich nicht, 3, 4 Tage wie in Deutschland. Und ja, so lange musste er halt dann dort auch auf den Flughafen warten und hat dann auch die Nacht noch dort verbracht, also beziehungsweise in einem Gebäude gleich neben dem Flughafen, werden da alle ganz separat getrennt und eben im Zimmer aufgeteilt, ja, bis sie das Ergebnis hatten. Das war jetzt wäre so mitten in der Nacht gewesen, deswegen musste mein Freund dort übernachten und hat dann früh Bescheid bekommen.
und durfte dann mit dem negativen Ergebnis weiter zu seiner Unterkunft. Wenn man ein positives Ergebnis hat, muss man sofort in Korea ins Krankenhaus. Also da hat man auch gar keine andere Wahl. Auch als er dort auf dem Flughafen war und aufs Testergebnis gewartet hat, konnte er auch gar nicht weg, weil sie einfach seinen Reisepass einbehalten haben. Also Korea ist da schon ein bisschen strenger als hier Deutschland, eigentlich gar nicht zu vergleichen. Ja, und wenn man in Korea ankommt, muss auch jeder, der aus dem Ausland kommt, 2 Wochen Quarantäne machen. Ob er das nun zu Hause macht oder in einer speziellen Unterkunft, die die Koreaner zur Verfügung stellen, kostet natürlich was. Ne? Das ist leider nicht kostenlos. Zumindest nicht für Ausländer, aber die kommen ja zurzeit sowieso nicht so einfach in das Land rein. Ja, muss halt jeder dann in so Unterkünfte beziehungsweise in Heimquarantäne und muss dann dort 2 Wochen bleiben. Mein Freund ist in so eine Unterkunft gegangen, da er ja zu Hause Eltern hatte, die er nicht anstecken will. Ja, hat er eben diesen Weg genommen. Und wer so Risikopatienten zu Hause hat, wie ältere Leute oder ja, halt Leute, die irgendwelche Vorerkrankungen haben, für den ist das dort kostenlos. Also zumindest für Koreaner. Ich glaube nicht, dass es für Ausländer gilt. Und ja, sonst ist es, glaube ich, ungefähr so um die 100 € pro Nacht. Und das mal 14 Tagen, das ist schon, da kommt schon ganz schön was zusammen. Ja, und er ist jetzt eben noch in Quarantäne in dieser Unterkunft in der Nähe seiner Eltern, also in der Stadt, was nicht in Seoul ist. Und dort wird er aber auch echt gut verpflegt mit 3-mal Essen am Tag. Und dort wird einem eben auch alles gestellt, wie Hygieneartikel und ja, natürlich ein Bett, Dusche, Toilette, alles, was man braucht, in einen kleinen Raum, damit sich die Leute auch ja nicht irgendwo draußen begegnen, sondern jeder muss in seinem Zimmer bleiben und dort auch wirklich, ja, darf auch nicht raus. Also, ja, wie gesagt, die Koreaner sind da schon ein bisschen disziplinierter und halten sich auch wirklich an diese Regeln, was ich in Deutschland irgendwie total vernachlässigt wird gefühlt. Also, ich weiß auch nicht, ich bin mit den deutschen Vorsichtsmaßnahmen, was Corona angeht, irgendwie überhaupt nicht begeistert von. Also, das ist sowieso so ein Thema, was ich nicht nachvollziehen kann, wie man hier in Deutschland damit umgeht, weil es ist ja kein Wunder, dass sich Hunderttausende von Leuten so schnell anstecken. Ja, kein Wunder, kann man nur sagen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Und mal gucken. 1,5 Wochen Quarantäne hat er jetzt noch. Ja, ich denke, dann beende ich mal an dieser Stelle das Video. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas genauer wissen wollt, schreibt es gerne. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Annyeong!